48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 10. Episode des YPC Boat 2025. Heute fällt die Entscheidung in Gruppe A. Welche beiden Teams buchen die ersten Finaltickets? Nace führt weiterhin und könnte die Qualifikation wohl mit einem besseren Hecht endgültig klar machen. Knapp dahinter die Jungs von LMAB, die wegen ihres sehr ausgeglichenen Boards aber nicht die allerbesten Upgrade-Aussichten haben. Bei BIM und Hearty Rice sieht das anders aus. Arnaud und Mattia könnten mit einer guten Hechtserie sofort wieder oben mitmischen. Fabi und Sven wären mit 3 besseren Zandern wieder voll dabei. Platz 3 und 4 sollte man demnach keinesfalls vorschnell abschreiben. Für CBC und Mercury wiederum dürfte das Qualifikationsrennen fast schon gelaufen sein. Es sei denn, Petrus hat einen absoluten Sahnenachmittag für sie in petto. Wir werfen einen schnellen Blick auf die Karte. LMAB ist nach wie vor auf der Bergschen Maas unterwegs. Mercury und Nace sind inzwischen ebenfalls von der Ammer flussaufwärts in diesen Gewässerteil übergesiedelt. Hearty Rice bleibt auf der Ammer. CBC fischt nach wie vor auf der neuen Meerwede und BIM befindet sich, trotz vieler kleiner Spotwechsel, weiterhin auf der alten Maas. Willkommen. Letzte Folge der Vorgruppe. Heute müssen wir alles geben. Wir brauchen noch einen Riesenbarsch oder einen schönen Zander für den Upgrade. So, let's go. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von YPC Boat. Unsere Taktik jetzt, irgendwie alles fangen, Hecht und Zander. Ich glaube, wir stehen ganz gut da, aber der kleine Hecht kann uns echt noch das Genick brechen. Deswegen, Becky, hau ein paar raus. Ich gebe mein Bestes. Los geht's. Junge. Ich weiß, die sind zum Hecke schneiden da. Der rasiert hier einmal dran lang, Junge, ist alles wieder gerade. Junge, ist so krass. Nee, aber egal. Power Hour, schleppen tatsächlich, obwohl ich das komplett nicht mag. Es ist aber erlaubt, am Ende ist wurscht. eine Stunde lang am Tag. Ich würde sagen, wir schleppen runter, weil wir haben unten noch einen Chickplatz, wo ein guter Zander kam und ein guter Barsch. Der Barsch ist eh nicht mehr so wichtig, aber egal. Und wenn er da nicht kommt, dann kommen wir noch mal hier hoch und fischen die Spots von heute Morgen. It's time for the haircut. Maybe because of that, I never cut my hair, so I cut other hairs. Ihr könnt ein bisschen Haar ausschneiden, dass der Köder dann nicht so viel Volumen hat. Von dem her könnt ihr ihn kleiner machen. Ganz einfach. Und das ist ein großer Vorteil. Nur einen Köder, aber den könnt ihr dann kleiner schneiden. Material ist Bucktail. Das heißt, es ist, wie sagt man da auf Deutsch schon mal? Einen Reh, ne? Reh? Sagt man da Reh oder Hirsch? Ein Hirschschwanz. Sagt man, oder? Hirschschwanz, ja. Und dieses ist Rabbit, also Hase. Ja, ich bin vegan, aber meine Baits sind es nicht. Das war eine schwere Wahl, aber ich hatte die Wahl zwischen natürliches Material zu benutzen oder Plastik. Und ich mag Plastik auf jeden Fall nicht. Also für mich, ja, also ich habe lieber Naturalmaterial benutzt für meine Baits, dass wir am wenigsten Plastik benutzen. Die Box und der Packaging ist auch plastikfrei und auch ohne Blei. Also wir schauen nach, dass wir nicht so viel Plastik in die Natur schmeißen. Oder ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Fisch schon. Fish? Oh, lose it. No. Perch. Perch? Yeah. Oh, that's fine. Arnaud, But you're not big great. one.
You're great. A good one? Not a big, not the big one, but I lose it. By Nedrick? Yeah, by Nedrick. Oh, nice. But you speak better in German or in English? I have no idea. Oh, just take a bite here. Yeah or no? Yeah. Fuck. I'm really not sure. No, I speak better German, I guess. I don't know. Ask Stefan, maybe. Oh, the current is strong. Look at that. Yeah, but it looks great. It was a really small bite again. Tuk, tuk. Okay. So maybe only small ones here. We are losing But time maybe now. something can happen here. It looks really good. Well, yeah, with the current. Yeah, Look, yeah, look yeah, at that. yeah. Look at that. Oh, Riesenhecht! Das war ein Meter plus. Ja, fuck, schon wieder am besten. Das kann doch nicht angehen, ey. Nochmal angetickt. Sag mal. So, ich werde jetzt wieder mit meiner Mieter Overcast driften wir über so ein Flachwasserplateau. Gerade hatte ich schon einen richtig geilen Nachläufer. 1,10 Meter hat er locker gehabt. Und danach hatte ich noch einen Biss. Also das heißt, hier wird heute noch was kommen. Ich habe das gute Stück, wo die Bisse mal drauf kommen, hier erstmal mit neuen Drilling versehen. Weil, keine Ahnung, die anderen waren zwar auch scharf, aber irgendwie sind die nicht kleben geblieben. Vielleicht ein bisschen mehr was für den Kopf. Aber wir werden sehen, ob das jetzt klappt. Weitermachen. Oh. Mal gucken, was die Hechte dazu sagen, wa? Mal kicken. Wie das der Berliner sagen würde. Mal kicken, was so mit die Hechte ist. So, Becky. Ich könnte jetzt einen Hecht vertragen. Ja, ich auch. Am besten noch 80 plus. How deep is your love? 2,30. Ich muss mal mehr da im Flachen, oder ich weiß es auch nicht. Fisch? Das war ein Fisch. Habe ich doch gesehen an der Ding. War kein Fisch? Das Kraut, jetzt ist ein Fisch. Dicker, Alter. Das war kein. Da war vorwärts auch ein Fisch, 100%. Aber es ist was Kleines. Ja, okay, machst du selbst, ne? Ein typischer Weggänger. Fühlt sich eher an wie ein Barsch. Es kann auch klein sein, wir driften gegen den entgegen, ne? Ja. Soll ich kommen mit dem Kescher oder nicht? Komme sicherheitshalber mal. Nee, ist nichts. Boah, ist ein schöner Barsch. Ja, das hab ich nämlich gesehen vorher schon, dass das ein Barsch war. Boah, könnte sogar ein Upgrade Das ist ein sein. Upgrade, glaube ich. Super! Oh, wir sind doch hier beim Hechtangeln. Da steigt ein großer Barsch ein. Oh, richtig schöner Barsch auf unserem Warrior. Und er hat über 44,5. So mit 45. Aber unsere zwei kleinsten Barsche sind 47. Aber ein richtig guter Fisch. Und zurück. Das ist halt immer das Ding, wenn man mit kleinen Ködern angelt. Selektiert man halt nicht aus und man fängt auch kleine Fische. In dem Fall halt zwar einen großen Barsch, aber halt beim Hechtangeln eher ein kleiner Fisch. So, Köder ist wieder im Rennen, weiter geht's. Manche Angler würden für diesen Barsch töten. Für Felix und Dustin ist's aktuell nur unliebsamer Beifang. Nace hofft also weiter auf Hecht. Vielleicht klappt's ja jetzt. Fisch on. Wo ist er? Kann ich noch nicht gut einschätzen. Ich glaube leider nicht. Über Hecht? Ich habe nicht gesehen. Barsch. Barsch wieder? Alter Junge, wie sind denn die Barsche heute drauf? Was ist hier los, ey? Ein Barsch nach dem anderen. Und schon wieder so ein schöner. Ah, könnte er größer sein? Ich schätze ihn auch so auf 45. Oh, Fisch! Guter? Richtig dicker Barsch. Ach, Barsch. Richtig dicker Barsch, glaube ich. Nee, richtig kleiner Hecht. Ach so, schade. Richtig dicker Barsch. Richtig kleiner Hecht. Kein Upgrade, oder? Brauche ich. Nee, das ist kein Upgrade. So, das ist ein kleiner Hecht auf dem Swimbait. Whiplash braucht man nicht filmen. Guck mal lieber bei Becky, der ist, glaube ich, ein bisschen größer, der Fisch. Oh, was ein fetter, langer Barsch. Der könnte tatsächlich vielleicht ein Upgrade sein. Krass, ey, was geht heute hier ab? Ein Monsterbarsch nach dem anderen. 47,5, so mit 48. Und das ist ein minimales Upgrade. Ein herrlicher 2 Barsch. Punkte.
Krass, ey. Schon irre. 2 solche Barsche verbessern das Board letztlich nur marginal. Nace angelt klasse, das Finalticket gibt's aber vorerst noch nicht. Stattdessen schwenken wir zu den ebenfalls hechtbedürftigen Verfolgern. 50, Ah, bite again. 50 points. Hey, come 50 on. points is 25. Oh, again. I have. Fish on. Oh, it's not small, man. I guess this is under. It's not a perch. It's swimming. It's a zander. J'arrive pas à rentrer mon bas de ligne dans le des anneaux. Yeah. Zander! Sinsar! It's your day now. It's your day. Drop shot with the Pantera. It's my zander day. Look, totally disappeared. I lost my lead, at least. Look. It's a small size of Pantera. Yeah, we didn't use before. 2.5 now? Special color, yeah, 2.5. You guess? 60.5. Oh, it's 5. Look, now he's hairy because I cut some hair. I give him some hair. Und tschüss. That's nice. Great. Woo. Ordentlicher Zander, der die Lage aber nur unwesentlich ändert. Mercury braucht genauso ein Exemplar für die Full Card. Come on. You caught already so much fish. Come on, One give us a more. break and give us one zander. One really more, not that please. much we ask for, really. Please. See you. Oh, no, it's too small. It's too small. I'm sure it's too small. Yeah. But you see, the color is good, you know? Oh, it's Oh, really good. wait. Wait. No, she's not good. Oh my God, right here. Oh my God. Woohoo. Thanks to our cameraman. You should measure it. Has to measure this one. So you agree? Oh, it's over. I think it's 40. It's 43, huh? Yeah. But it's approved. It's approved 43. Yeah. Send your mommy. Okay. The full card. We hug for the full card. We are Team Petit. Auch wenn es nicht ganz so läuft, wie vielleicht erhofft. In Sachen Teamgeist sind Rhea und Dani ganz weit vorne. Mercury erreicht als letztes Team die Full Card. Im Anschluss gehen besondere Grüße raus. And it's a present from my 3-year-old neighbor. He took that from holidays for me, and he chose that himself. His mother was convincing him to choose a different kind, but he really wanted to take me this one. So thank you, Duke. I love you. No, you're not gonna see it. Yeah. Danny! I'm old. I'm 40 years old, huh? So Yeah, me too. yeah, you can also sit here. No, thanks. I would, I can't fish like that. No? No, it's impossible for me. Oh, it's so good for the back. Oh. Oh, I missed one. Jesus Christ. They don't take the chatterbait good, they just dunk. Oh, again, really good bite. It's perch here. On va essayer de voir les perches là-bas. Allez. Oh. Ouais. T'as pas une touche? Ah ouais. Ah bah alors on reste. If you have some bite, we stay. Oh, once again. Oh, I lost. Fisch on. Echt? Weiß ich noch nicht. Fühlt sich etwas schwerer an. Soll ich kommen oder nicht? Ja, komm mal lieber. Gibt keine Kopfschläge? Nee, noch nicht. Kannst du immer leer ist ein Hecht. Könnte ein guter Hecht sein. Das wäre jetzt wichtig. Dann können wir schön unser. Ja, ist ein kleiner Hecht. Oh, ein kleiner nur? Oh, der hat sich so schwer angefühlt. Richtig mini sogar. Kleiner Hecht, das wird kein Upgrade sein. Ich lege ihn trotzdem mal ganz kurz drauf. Board liegt da und ist nass. Nee.
Nee, nicht mal 60 Zentimeter. So. Der Spot, den wir befischen, den haben wir uns nur mal auf einer Karte rausgesucht, haben wir noch nie geangelt, weil wir dachten, hier könnten ein paar schöne Hechte stehen. Eigentlich wollten wir woanders hinfahren, aber der Spot war blockiert von Team Mercury. So ist das immer, riesen Wasserfläche, aber irgendwie angelt man dann doch immer in der Nähe. Ja, so ist es, kein Problem. Für uns ist halt einfach wichtig, noch einen Hecht zu fangen. Daran könnten wir scheitern und danach noch ein bisschen Zander upgraden. So ein 70 Plus Zander könnte uns auch gut tun. Aber vor allem geht es jetzt darum, erstmal einen Hecht zu fangen. Ja, stark. Kein Upgrade. Leider ein bisschen zu klein, aber wir freuen uns natürlich über jeden Fisch. Und den lassen wir gleich wieder rein. Auf den großen Bruder, das ist ja nicht so schlecht. Oh, yeah, I have it. I lost it. No, I have it. Oi, oi, oi. Net. This is... shit, it's strong. No. I had a bream. Jesus Christ. Oh, big. Another zander. A zander. A small one. But what a bite, man! Crazy bite. Einen Shasha Mini, aber diesmal mit meiner Favoritfarbe, schwarz. Weil die Marke heißt ja BIM. BIM für Black is Magic. Und ich habe da einen roten Tail ran gemacht. So it means 58, not an upgrade. Und tschüss. Oh, it's only one bite, guys. So tricky, they are just thick. We don't have many bites, but when we meet some fish, they show themselves quite fast. We have some bites and so on, and then it's over again. And yeah, Evert, he goes from spot to spot, and we really want one really nice perch before we leave this place and go all in for a big pike. It's not easy. Fish? Good? Ja. Cool. Yeah, he's the guy. Auf. No! Fisch. Barsch? Wahrscheinlich. Petri. Aber die brauchen wir nicht mehr. Eine Barsche verfolgen mich. Schönes Tier. Größer ist er gar nicht. Ja, da war ich am Anfang echt guter Hoffnung, ne? Wo gleich die Kontakte kamen. Und jetzt ist hier schon wieder Totentanz. Ja. Oh, ich hatte einen Fisch. Fuck. Fisch on. Ich hab einen kleinen Fischtag. Klein? Ja. Da brauche ich nichts machen. Du brauchst nichts machen. Im Flachen oder im Tiefen? Im Flachen. So, jetzt ist mir nach längerer Beißflaute endlich wieder was eingestiegen. Ist ein Barsch, kein ganz großer. Nee, ein recht kleiner Barsch. Der bringt uns auf jeden Fall nichts. Es geht weiter wie heute Vormittag. Die Barsche sind on fire. Das wird der haben vielleicht 39, ist recht schlank. Wunderschöne Farben. Ja, aber leider keine Punkte für Team Nace. Die dicken Hechte bleiben vorerst im Verborgenen und auch LMABs Schlepptour hat offensichtlich nicht den gewünschten Erfolg gebracht. So, Freunde, Power Hour vorbei. Leute, die Strömung nimmt zu. Deswegen haben wir jetzt mal einen Platz gesucht, wo es ein bisschen Strömungsschatten gibt. Und hier gibt es so einen kleinen Brückenpfeiler. Der macht hier richtig schön großen Strudel. Und jetzt gucken wir mal, ob sich da der ein oder andere Zander oder vielleicht auch der große Brückenwächter, ein großer Hecht hier, versteckt. Und ja, ich werde wahrscheinlich jiggen, je nachdem, was Enrico macht. Ich bleib beim Dropshot. Enrico bleibt beim Dropshot, das mache ich den Jigger.
Das ist gut. Gucken wir mal, ob ich mit 15 Gramm hier klarkomme in dem Strudel. Weil die Strömung, die ballert jetzt richtig. Im Turnierangeln ist es immer stressig. Stressig und macht müde, weil wir trainieren viel. Heute ist jetzt mein 8. Tag Fischen. Ohne Pause. Also von dem her, irgendwann mal klappt es nicht so richtig. Aber es kommt wieder. Jetzt machen wir Pause, aufbauen, einen kleinen Kaffee und dann Platz wechseln. Und dann geht es wieder los. Guter Fisch. Sehr gut. Echt? Ah, doch ein guter Fisch. Aber er reicht, glaube ich. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, größer. Doch nicht. Haben wir noch einen kleinen, richtig schöner Biss. Der hat sich erst viel größer angefühlt. Und jetzt hat er schon wieder mein Gummi abgerissen hier. Ja, fish. Good, 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 good. Big pike. Bigger pike. Yes! It's Evert. It's not a monster, but It's a small, pike. small upgrade. Yeah, but that's we go step by step. This is maybe 70. We'll see, maybe more. It's all about Evert today and yesterday. How come? Huh? 68 centimeters on the Pick Hula. Nice search bait, and set it back and try to get another one. Yeah, fish. Good. Pike again. Yeah, small one again. No, perch. No, perch, it's a perch. perch. It's a perch. It's a perch. It's a perch. Jesus Christ. Big one. We have it. Good. 40, yeah. exactly. 40 exactly. 40. 40 centimeter perch. Nice upgrade from the lake day. Caught it again on the Pick Hula. Beautiful search bait. This is the 21 gram. Even on the shallows, perfect to find the pike and the perch. 40. Another upgrade. Team Catch with Care. Mwah! Action bei Evert und immerhin der dritte konkurrenzfähige Fisch auf dem CWC-Board. Trotzdem fehlen aktuell über 100 Punkte zur Qualifikation. Bei Hearty Rice sind's kaum weniger. Das könnte sich aber zeitnah ändern. Wie jetzt hier alle Dosen hingelegt worden? Fisch! Big Four! Großer Fisch! Auf dem Maus? Ja, Und hier rüber? passt schon. Der ist gut. Der ist gut. Oh! Ja, Mann! Boah! Sauber! Da lang's gleich hin, gell? Kaum ist ein Zander da, da geht der Sven mit dem Ding rein in den Mund. Und der Hecht, wenn so groß ist, Ja, die sind ja auch Fingerfacker. zack, und schon hat er ihn, der Sven. Offizieller 79,5. So, und so ein geiler Fisch, der darf natürlich schwimmen. Richtig geil. Zack! Und weg ist er. Das ist ein brutal wichtiger Fisch. Brutal. Das war brutal. Ah. Ein 80er Zander auf einen ganz typischen Zanderköder. Ich zeige ihn euch mal. Miuras Maus von CWC. Also
war ein brutaler Biss. Also wirklich absinken lassen, wuff, voll drauf. Das ändert natürlich unsere Zander-Ausgangslage rapide, weil wir hatten erst vor, noch woanders hinzufahren, Zander zu jiggen, brauchen aber auch noch einen guten Hecht. Also ist vielleicht die Idee, ob wir sogar hier bleiben, gell Sven? Wir bleiben hier. Okay, also ihr habt ihn gehört, wir bleiben hier. Sven hat den Zander gesehen und jetzt ist Zander Sven wieder in seinem Nun bin ich hype. Element. Ich dachte echt, das ist ein Meterhecht. Aber vielleicht kriegen wir den jetzt. Drückt uns die Daumen. Fabi bleibt der Mann für die großen Fische. Fast 50 Punkte Upgrade und mit nur einem weiteren guten Zander oder Hecht könnte Hardy Rice den beiden führenden Teams nun ernsthaft gefährlich werden. Weißt du, du willst immer plagen gehen. Werfen! Never stop casting! Das sind ja über 100 Punkte. Ja. Ja, aber es bringt uns, wie gesagt, leider alles noch nichts, wenn wir nicht noch mindestens noch einen bekommen und noch einen Hecht. Weil Enrico, die haben also letzten Jahr schon 80er Schnitt Hechte gehabt. Weißt du? Ja. Aber egal. Noch ist nicht Feierabend hier. Jeder Big Fish Jäger weiß, diese zwei Köder sind wahre Legenden. Mit der Line True Trout in 20 cm konnte ich 2017 1,30 Meter fangen. 2022 mit dem Fat Louie nach Farbe Lean Bream konnte ich 1,32 Meter fangen. Ab sofort exklusiv und streng limitiert beide Köder vereint zu der absoluten Big Fish Waffe. Die Line True Trout von Savage Gear in dem Monkey Lures Dekor Lean Bream mit den klassischen X-Augen kommt mit seinem Bruder in der Farbe Carpe Nostra ab sofort bei Hecht und Barsch. Der hier, der Zander in Real Print, hat hier in der Elbe gefangen. Das war irre. Da ist er wieder. Eben noch einen großen verloren, der war kurz dran. Da kann man auch nicht meckern. Naja, Leute, wie ihr seht, wir verlassen die Brücke. Sieht sehr gut aus, wir haben uns gerade noch mal darüber unterhalten, wie schön das aussah. Aber gut, kein Fisch. Jetzt geht's wieder keine Schokolade. Kein Fisch, keine Schokolade. Also jetzt geht's zum nächsten Spot. Ja. Den angeln wir aus. Dann machen wir Powerfischen, dann geht's wieder zum Spot. Den angeln wir wieder aus. Und dann. Ich hoffe, dass wir uns zwischenzeitlich melden müssen. So sieht's aus. Oh, Biss gehabt. Nein. Stehen die da rechts oder? Das kann doch nicht angehen. Voll reingerumst. Oh. Ja. Aber glaube ich, das ist ein Hecht, oder? Ich sehe nichts. Alter, war das ein Einschlag. Die Route ist geil, ey. Die ist richtig geil. Ja, der reicht auch nicht. Jetzt hängt er. Die Barsche sind super aktiv. Ich habe so weggesagt, Barschbiss, Barschbiss, Barschbiss. Und irgendwann hing dann einer, wahrscheinlich waren es vorher kleine. Und dann ist danach dieses Kamel eingestiegen. Den messe ich vielleicht doch mal, weil der hat schon ordentlich Zentimeter. 46, wunderschöner Fisch. Also wunderschön nicht, aber prächtiger Fisch. Schade. Ah. Ne, das ist so krank. Man sagt ärgerlich. Hat gerade einen 46er Barsch gefangen und sagt ärgerlich.
So ist es. Der bringt mir halt nicht viel. Oder uns nicht viel. Yeah, fish. Oh, the big one. In You had? big pike in the drop. Oh, for a meter. You saw the fish? He took it in the surface right away. Shit. That was a 110 fish. Was it? Yeah, we need to go all in for one big pike. Actually, we need two, but we need to start somewhere. And Evert do the downsize with pig hula. He can cast far, cover lots of shallow water. I put my favorite on, Mura's Mouse with the Pig Shad 23 spotted bullet. And with a little bit of a bling bling in the back. I have caught so many nice fish on this one. I'm gonna go all in for this. And try to hook up nice fish on this. Big. Il est gros celui-là. Il est gros celui-là, Arnaud. Big one. Big one. Oh! We got it, man! Yes! Yes! Woo! Man! Oh, dang! In that rig, no? No, drop shot with the Pantera. With my special color, man. 72. 72. Look at that fish, man. Ha. Such a great fish. Come on, dude. Yeah. Ich habe diese Farbe spezial hergestellt für dieses Turnier. 2 Farben, dieses und die andere Color, wo Arnaud benutzt hat, der erste Tag zum Barschfischen. I still have no name. Schreibt in die Kommentare, welcher Name für diese neue Farbe. Ich habe diese Farbe hergestellt für Holland, weil ich weiß, die Fische essen viele Krebse und Crowfish. Und die Wasserfarbe hier, ich weiß, dass alles war irgendwie orange aussieht, braunig und auch rot, funktioniert sehr gut. Also von dem her wollte ich eine braunige Farbe, aber mit dem roten, wie richtig rot auf dem Bauch, dass die Fische das auch gut sehen können und auch zielen können. Auf Zander funktioniert's jedenfalls, auch wenn ein Hecht zweifellos wichtiger gewesen wäre. Kommentiert trotzdem gern mal mit einem Namensvorschlag für das Dekor. Unser Favorit bekommt ein kleines Carolina-Bundle nach Hause. Apropos nach Hause. Etwa 2 Stunden bleiben den Teams. Die Bedingungen sind mittlerweile ungemütlicher als noch zu Beginn. There is really a lot of wind here though. Yep. Yeah, the wind is really a little bit more up now. And I feel also there will be some stream. Yeah, but we had that yesterday also, huh? You remember? So Yeah. Morning there was almost no current. Aber wäre schon echt geil, wenn wir noch einen Zander kriegen. Das wäre super, ja. Und den einen Hecht, der dann auch ist. Die müssen dann direkt an der Abbruchkante so gestanden sein. Ja. Oh. Jetzt hatte ich schon wieder ein bisschen. Da haben wir ihn schon. Ich denke kein Upgraden. Kein Upgrade. Aber immerhin mal wieder Fisch. Köder ist schon lose. Wie soll es anders sein heute? Power Vibe regelt. Ah, der muss über 44 haben, oder? Hat er nicht. Das hat er nicht. Trotzdem unglaublich schöner Fisch. Ja. Schöne Farben. Uiuiui. Dann lass man wieder rein den kleinen.
Es macht einfach Bock, auch wenn es kein Upgrade ist. Ich freue mich trotzdem sehr. Ich auch. Ich auch. Yeah, fish. Good. Nice one. He's on fire, that guy. It's a better fish. Yep. I hope it's a bigger Zander. It is. We have it. Ah, could be. I don't know, but it's nice. Good job. It's 50. 51. 50 and a half. Yeah. 51. 51. That's good. Hey, my friend. Good job. Again, of course, on the piglet shed, I caught all my fish on this shed. Hoppa! Don't leave home without them. Ja, Johannes fischt ja nach wie vor den Power Vibe. Ich habe mich jetzt hier für den Multi-Vibe 2.0 entschieden, in der schweren Version, um einfach einen Tucken weiter runterzukommen. Auch recht knallig hier. Purple Rave. Oh, Johannes hängt leider. Purple Rave, Ton in Ton, auch mit dem Bleak Pintail hier in Purple Rave. Das ist eigentlich super, weil das der perfekte Trailer ist. Ja, ich hoffe, dass ich damit vielleicht dann doch die Zander ansprechen kann, weil der Crankbait das eventuell nicht tut. Ich weiß es nicht. Irgendwie haben wir heute nur tief die Zander auf den Crankbait gehabt und flach eigentlich an der Packung nur die Barsche. Das ist einfach eine Hoffnung und ein Versuch. Im Training hat es geklappt. Im Training hat es geklappt, genau. Und deswegen dann einfach die Hoffnung und der Versuch, das Ganze jetzt hier mal an der Packung mit dem Multi-Vibe dann ja, den Zander abzuholen. Aber das klappt, das bestimmt am Ende der Zander. Ich glaube, Johannes hängt... Axler, hol mal den Hasswing rein, nimm meine Route und fahre ich mit dem Verbrenner dahin schnell. Ich glaube, der Johannes hängt... Weil der hängt halt ganz nah, den kann man schon rausholen. Da hängt der ganze Baum mit dran. So viele haben wir nicht. Oh, frei. Fisch. Quatsch. Fisch, Fisch. Dicker Barsch, dicker Riesenbarsch. Junge, alles voll danach. Wirf rein, da ist alles voll. Wo? Waren hinterher. 3, 4 Stück. Junge, was war das? Ich schwöre, ich hatte einen Hänger, hast du gesehen? Ja. Da war alles voll, 3, 4, 5 Stück. Aber das war der größte auf jeden Fall. Junge, der ist riesig. Alter, das... Und ja, Leute, das ist ein Upgrade, aber sowas von. Den Köder holen wir gleich raus, aber ihr wisst Bescheid. Power Vibe, man muss nicht mehr sagen. Und das hier... Oh, das ist ein guter Fisch. Ist ein richtig geiler Barsch. Das ist ein richtig toller, richtig wichtiger Wert. Das war auch der kuriosest gefangene Barsch aus meinem Leben, glaube ich. Aber Leute, zieht euch diesen Barsch rein. Moment der Wahrheit. 49. Mega geil, Junge. 49. Yes! Kickerfisch! Sauber. Und natürlich darf auch dieser geile Fisch wieder zurück. Ey, 49. Ah. Könnt ihr euch ja gar nicht vorstellen, wie ich mich freue. Wirklich. Geil. Geil. Real Perch. Real Perch für den Real Perch. Real Perch für Real Perch. Was willst du machen? Hängst du fest, kommst du raus, hast du fest. Hast du Real Perch. Hast du Real Perch. Skurril, aber völlig egal. LMAB landet den Lucky Punch und holt sich 10 potenziell extrem wichtige Extrazähler. Der Abstand zur Spitze schmilzt weiter zusammen. Nace könnte also in die Bredouille geraten, falls auch die Verfolger auf Rang 3 und 4 demnächst punkten. BIM braucht weiterhin eigentlich vor allem Hechte. Methodisch bleibt man aber trotz fortgeschrittener Zeit bei Barsch und Zander. Hier hat man einen Flat hier an eine Kante und der Strom kommt sehr stark so rein. Also von dem her schmeiße ich meinen Dropshots hier raus und dann nimmt mir den Strom den Dropshot mit. Und eigentlich muss man da fast gar nichts machen, nur die Schnur ganz langsam reindrehen und der Dropshot
wird vom Strom dann ganz einfach mitgenommen. Und da machst du eigentlich nichts, außer Schnur ganz langsam führen und spüren auf dem Grund, was passiert. Ansonsten nichts. Ein bisschen wie Forellenfischen manchmal. Im Strom runter. Fish! It's a Zander. I guess it's a Zander again. If not, it's a perch. Oh, it's a Zander. It's your day, man. Zack, Today zack, you're magical Zander. today. Zander Day. Wie gesagt, ich habe die Farbe, eine andere Farbe genommen, nur zum Sehen, weil manchmal denkt man hat die gute Farbe und ein anderer ist noch besser. Die funktioniert auch, aber der Zander ist kleiner. Jetzt komme ich wahrscheinlich zurück zum Roten. Mal nachsehen, ob Rot größere Zander fängt oder nicht. It's a 49. Say hello to Mommy! TPE-Plastik ist wirklich ein geiles Ding, weil er schwimmt. Aber zum Aufziehen ist immer ein bisschen schwer zu machen. Also ich kann euch mal zeigen, wie ich das mache. Ich nehme den Jaguar. So just check where you rig it, how long your hook is. It's important. Ihr könnt beide Seiten benutzen, ist egal, wie ihr das möchtet. Dann versuchen gerade reinzumachen. Und am Ende ist immer ein bisschen schwer, weil der kleine Widerhaken hier, wenn man es raufzieht, kann man nicht durchkommen. Also ganz einfach, wie ein Elastik. Hier aufziehen und fest anziehen, ziehen, ziehen, ziehen. Und siehst du, er sitzt. Und das ist das geile Ding dran, ein TPI. Fängt auch Brassen, dicke, fette Brassen. Yeah, so now we just changed the water, so we go to another river, and we had some really nice fish here during the training. So I also think it makes sense to use the power hour now, and then we can search around a little bit with the live technique to see in which direction the fish are. So really hope that we will get some big ones now to make a nice upgrade, hey? Hopefully we will find it out in a minute. Boah, bitte kein Krapfen und kein Wels. Mach mal Anker rein. Riesenfisch. Junge, was ist das? Das ist ein Hecht. Alter, ein gehakter Karpfen. Das gibt es nicht. Ja. Der kommt mir nie in den Kescher. Boah. Alter. Ich habe schon gedacht, wir hätten gleich nach Hause fahren können. Aber nein, Johannes muss wieder spannend machen. Nicht. Leute. Ich werfe mal ein bisschen, ja? So ein Ding. Immer Dinger. Das Problem ist, die machen auch gern noch mal eine Flucht beim Kescher. Aber den haben wir. Ha! Nein, Spaß. Oh. Wir haben ihn. Alles gut. Junge, das ist Zeit. Ja, manche Leute gehen für so einen Fisch die ganze Nacht raus, muss man sagen. Und ich früher auch. Und wie immer der Powerball. Ach du meine Güte. Einfach alles. Ach, bei uns am Bodensee sagt man übrigens, ob gebissen oder gerissen, schmecken tun sie gleich. Das geht da eher aber um Zander. Also Leute, für diejenigen unter euch, die das teilen, die können alle zum Bodensee ziehen. Ist überhaupt gar kein Problem. Okay. Johannes wird sich freuen. Was freuen? Gar nicht. Das sagen die anderen hier.
Bei uns am Bodensee, hat er gesagt. Ja, zieh mich hoch. Warte. Ja, Amen. Also, Junge, das ist ein richtiger Trümmer. Ah ja. Naja, ich würde sagen, genug rumgemacht. Und dann lassen wir noch Trummding. Petri beieinander, hier. Petri, danke. Hier, hallo, hier oben. Also, jetzt bin ich fix und fertig. Wenn du jetzt bis zum 31.03. einen Geschenkgutschein für einen Online-Kurs in Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung bei der Anglerschmiede buchst, bekommst du einen Gutschein für den Hecht und Barsch Online-Shop in derselben Höhe gratis dazu. Das heißt, du kannst dir geiles Tackle im Hecht und Barsch Online-Shop bestellen und deine Freundin, Freund, Oma, Tante, Cousin, Onkel, Neffe, wer auch immer, kann endlich mit dir gemeinsam ans Wasser und die Rute ins Wasser halten. Also ab auf anglerschmiede.de und jetzt den Geschenkgutschein bestellen. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super an Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und das kriegt ihr hier schon ab 16.900 €. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Und hier erhältlich ab 9.900 € im Angebotspreis. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. Ich habe das Gefühl, der Hecht könnte uns echt zum Verhängnis werden. Ei. Powerfishing auf Hecht. Lassen uns jetzt hier über so 2 Meter driften. Krautfeld. Hatten heute auch schon Hechte da, aber leider keine großen. Wir hoffen, dass die jetzt beißen. Ich habe jetzt zu ein bisschen größeren Chatterbait gewechselt, um den Barschen ein bisschen aus dem Weg zu gehen, auch wenn das wirklich krasse Fische sind, die Barsche hier. Wir brauchen jetzt einen Hecht. Eigentlich geiles Hechtwetter. Ja, ist richtig Sonne, geil. Wolkenmix, Wind. Klares Wasser. Ja, Wassertrübung ist auch geil, aber irgendwie, wir haben heute schon ein paar Hechte gefangen. Aber alles so flöten. Naja, dranbleiben. Wir hatten einen Plan und den ziehen wir jetzt auch durch. Fisch. Guter? Fühlt sich an wie ein Barsch, um ehrlich zu sein. Richtig guter Barsch. Kescher den mal von dem Profi sein. Na, nicht, ist nicht. Boah. Ach, trotzdem schon wieder krasser Barsch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Boah, messt ihn mal. Der kommt echt. Es gibt's doch nicht, dass ich mich über so einen Barsch jetzt ärgere. Wir fangen ja eine Kirsche nach der anderen. Ja, der ist nicht so groß. Ah, der ist schon lang. Unterschätzt das mal nicht. Ja, ich messe den ganz schnell, aber Mace Runner rasiert. Nein. Aber ich glaube, knapp 45. Toller Fisch. Der darf aber ganz schnell wieder zurück, weil wir brauchen Hechte. Das gibt es auch nicht. Wir haben heute bestimmt schon über 10 Barsche, über 40 gefangen. Aber wisst ihr, warum ich ein bisschen Sorge habe? Weil, wenn wir so gut Barsche fangen,
dann sind wir mit Sicherheit nicht die Einzigen, die gut Barsche fangen. Und ich glaube, ein paar Teams haben mit den Barschen gestruggelt und hatten andere gute Fische. Und die können natürlich jetzt nachziehen heute. Das ist meine Theorie. Vielleicht fangen sie auch alle super Hecht und Zander und wir sind nur so blöd. Aber, ja, mal gucken. Eieiei. Ganz so ist es zwar nicht, dennoch ist Dustins leichte Nervosität nicht völlig unbegründet. Wir gehen in die letzten 90 Minuten. Bim bräuchte 2 erstklassige Upgrades, während Hearty Rice ein weiterer 80er Zander oder ein Riesenhecht reichen würde. Ja, Fish. Big perch. That's goody goody. Have it. Cranky X. 35. Yeah. 35. Yeah. Fisch on. Gut. Der nächste Fisch ist eingestiegen. Ein Hecht, ein kleiner, oder? Kleiner Hecht. Ja. Ja, sogar der Zielfisch, aber absolut nicht in Zielgröße. Richtig gut genährter kleiner Hecht. Ab, zurück. Wir brauchen einen großen Barsch. Wir finden die Barsch nicht. Also, ich denke, wir nehmen jetzt die Powerstunde. Und los geht's. Ich benutze es nur jetzt zum Schauen. Nur schauen, ob ich was sehe oder nicht. Manchmal stehen die nur an der Kante, zum Beispiel. Dann schaue ich mal nach rechts. Und wenn ich die Barsche rechts sehe, dann weiß ich, die stehen unter die Kante und nicht oben. Poisson, poisson, Poisson? Fisch on. Hein? Fisch on, fisch on, fisch on. Doucement, 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 Kiki. Doucement. Doucement. It's a perch, it's a perch. C'est a perch? Tu l'as vu? No, no, but it's a one perch. Oh, it's a perch. Man, hey, come on! You're so great, man! Oh, Dave, we have a perch! Finally, we got the perch! Finally! Oh, fuck! Is big enough or not? That's the question. Oh, nice! 31, 62 points. Thank you very much. Thank you! Arnaud, I can write Arnaud! Look at that! You are, That's my name! You now it's you! It's you! Yeah. Okay, I can't believe that! Done! Oh, okay, Oh. great, okay. Come on! Come Go on, for guys. 40, 45 more. 40 more, come on! It's not easy. It's the same structure everywhere. And you know, it's super shallow. Then you have a drop. You don't have no structure. If you're lucky, you can find some weed on the top. And then you have the piles coming out with some stones, so it's good. But yeah, the only big pike we have found is on Evertshula. We really put the lure in front of the fish because the fish just went up and took it. But we lost it. Letzte halbe Stunde, aber momentan. Das Mann! Ich wollte gerade sagen, dass nichts passiert, aber gut. Oh. Alter, warum hängen die denn nicht? Oh, I had a bite. Shit. You got bite? Yeah, bite. Oh! I broke the line. Oh, poisson! Fish on! Fish. Nice. I hope another perch, man. Yeah, it's a perch, it's a perch. Perch? Yeah. Oh, Oh. I have you in the net. Oh, j'ai des coups de perche dans la bouche. Another perch. Not better than before, but a perch. Okay. 28. Thank you. Hoppla. Okay, Powerstunde ist jetzt fertig. Wir müssen ausschalten. Und tschüss. Finish. Back to normal mode. Die letzten 10 Minuten sind jetzt angebrochen. Ihr merkt, die Schlussphase zeigen wir euch sehr kompakt, denn auf allen 6 Booten passiert wenig. Vorbei ist es aber noch nicht. Poisson! Fish on! Good. I think it's a perch. Okay.
We'll see. I hope it'll be nice. Last minute fish. Last minute fish. Yeah, that sounds cool. Nice perch. Nice perch. Last minute! Woo! That's great, man! Ein letzter schöner Barsch für Arnaud mit dem Carolina Rig. Yeah. Okay, I think it's 41.5, so 42. 42. I'm so happy to catch this perch, 42 perch. For finish, great. Thank you, thank you. Yes. All day long you were searching this fish. And now you got it just before the end, man. Yeah, that's crazy, man. Perfect. It's fishing, it's fishing. Schöner Barsch zum Abschluss. Bim wird damit aber nur Sieger der Herzen. Das heißt, nur Hearty Rice könnte hier mit den letzten Würfen noch das Finalticket lösen. Und einen dicken Fisch haben wir tatsächlich noch. Ja. Oj, 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 that's a perch. Jesus Christ. That's a really big one. That's a 50. Could be. Jesus Christ. 48. Yeah, but that's super fish. Last fish of today. Yeah, you do. On the Pig Hula, color white again. Beautiful 48 perch, river perch. Second 48 of today. Yeah, it's really, So, really nice one. perch wise, we upgraded. So ist es doch ein versöhnlicher Abschied für Evert und Truman, die sich natürlich mehr erhofft hatten. Bevor Toni die Ergebnisse verkündet, hören wir uns das Feedback der Teilnehmer an. Johannes! Fertig? Fertig haben wir. Schnell raus mit dem. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Das hätten wir erledigt. Oh, it's over. Ey, Becky, wir hatten eigentlich einen saugeilen Tag. 15 Barsche, über 40, glaube ich. Oder noch mehr. Hätten wir das gezielt gemacht, das ist krass gewesen. Ich glaube trotzdem nicht, dass es reicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir hatten echt eigentlich den perfekten Start auch in den Tag. Wir haben die Karte weiter aufgefüllt. Aber am Ende haben wir uns echt schwer getan mit den Hechten. Zander sind richtig schön gefangen. We'll fight really hard. We upgrade the perch, sander, and the pike actually as well, but too small. Today, Evert showed his skills for the perch and for the sander. He did really good. I know what is the problem, okay? Okay, let me know. I know what is the I'm problem. curious The now. problem is we are Team Petit. Team Petit, yeah. We sing too much Petit Poney. Petit Poney. So we are Team Petit. Every upgrade we pass with our lure. Yes. Did not want to mess up the fact that we are Team Petit. Team Petit. Gereicht wird es wahrscheinlich nicht haben, bei dem Teilnehmerfeld. Nicht nur wahrscheinlich nicht. Was schade ist mit dem Barschen und dem Zander. Tja, ich würde sagen, unser Tag heute war gar nicht so schlecht. Nee, Besser geht immer. Wir sind eigentlich ganz zufrieden, also ich auf jeden Fall. Ja. I think we should be proud what we have done. Yeah, even if we didn't catch a big fish, we've proven that our lures work. Köder des Tages war auf jeden Fall der Power Vibe. Wir haben echt darauf spekuliert, im Stand noch irgendwo Fische an Spots zu finden, aber Power Fishing war heute für uns zumindest das Bessere. Target was to make a full card and we did. Yes, so let's go fishing next weekend and catch some big ones. Yeah, finally. Yeah. So, Good you're idea. the cameraman. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wir bedanken uns sehr fürs Zuschauen, fürs Daumen drücken. Genau. Gucken wir mal, ob es gereicht hat. Wir hoffen es natürlich. Oh, Boah, mach vorsichtig, komm her. wenn nicht, dann vielen Dank trotzdem für den ganzen Support. Und wir hoffen, wir sehen uns im Finale. Ciao, ciao. Thank you. Hope to see you again. We keep on fighting. Keep on hammering. Bye bye. Wir sind raus. Ciao. Kanone. Rakete. Gut gemacht. Wir sind raus. Ciao. Ciao. Wir hatten einen wirklich geiles Tag mit vielen Bisse, viele Fische. Ist sehr viel passiert auf dem Boot. Ich weiß nicht, ob das für uns reicht für das Finale, aber auf jeden Fall, wir hatten eine wirklich schöne Zeit.
Also bis dann. Tschüss. Tschüss. We really think it's a pity that fishing is still an area which is done mostly by boys and men, and that's why we try every single year to get more girls or women into our competitions. We want to encourage women to join the passion, and this year we were really lucky and got 2 of the best female anglers in Europe. Unfortunately, they weren't as lucky as we were. So I think after a good start, you lost a big zander right by the net. Now we don't speak about that anymore. And then you kind of lost the mojo a bit. So this year you finished 6th, but we need your positive feedback in the comment section to encourage our women's team to come back next year, do it better and kick some asses. Thanks for Gea and Dani. Thanks that you were here and participated. Team CWC is known for great entertainment, a very good team chemistry and usually for big pikes. While this year the perch fishing went pretty well, the big pikes were completely off. So unfortunately we have to say goodbye to Truman and Evert. No jokes from you guys in the finals, but thanks you for participating for a 4th time in a row. Thanks guys. Another brand that has been in this competition for the 4th time is Team Hearty Rise. This time it was by far the best participation. You had the best perch score in that group, including a new YPC boat record, or YPC record in general. Applause for that, please. And you also got the 2nd biggest zander of this group, but yeah, the pikes stopped you to go into the finals. So Team Hearty Rise, Sven and Fabi, congratulations for finishing 4th. There's another team that had some trouble with pikes, or at least with one pike. They still have a pretty small one on the board, but since they got a 1.10 m, a good zander, a crazy perch fishing today, Team Nace goes into the finals for the 3rd time in 4 years. Congratulations for winning this group. That leaves us with 2 teams, Team LMAB in the mix since the beginning of this tournament, and our newcomers from France, BIM. You guys caught the better perch, you guys the biggest zander of this group. Both of you had also struggles to find the really big pike, but one board is more solid overall. So the 2nd ticket to the finals goes to Enrico and Johannes. Und damit stehen die ersten beiden Finalisten fest. Nace konnte der kleine Schönheitsfleck auf dem Board letztlich nichts anhaben und auch LMAB zieht hier sehr verdient in die Runde der letzten 8 ein. Wir verabschieden uns von den sympathischen Franzosen von BIM, den neuen Barschrekordlern von Hearty Rise, unserem alten Ehepaar von CBC und Mercurys Damendoppel. Toni hatte ja schon nahegelegt, Gea und Dani und auch natürlich den anderen Teams in den Kommentaren ein bisschen Mut fürs kommende Jahr zuzusprechen. Nächsten Donnerstag geht es dann weiter mit dem 2. Angeltag in Gruppe B. Momentan belegen Westin und Savage Gear die Qualifikationsränge. Swarzonka und B1 folgen aber auf dem Fuße. Zeck hat dank eines Meter-Plus-Pike ebenfalls noch alle Chancen. Und Titelverteidiger Stroft benötigt nach einem mehr als gebrauchten Turnierauftakt 6 herausragende Fische auf dem Großgewässer, was ihnen zumindest im letzten Jahr aber tatsächlich gelungen ist. Also Leute, Donnerstag 20 Uhr einschalten, vorher mal bei uns im Shop vorbeischauen und falls ihr ans Wasser kommt, ganz viel Petri. Ciao.